Hallo und herzlich willkommen zu Friemelein aller Art. Heute ein kurzes Video und zwar zum Thema Film aus der Dose zurückholen. Ähm, Ich habe gesehen, dass es da so Dinger zu kaufen gibt, wo man dann so verschiedene Kunststoffscheibchen hier durch den Schlitz in die Filmdose wieder reinschieben kann, um das Filmende wieder rauszuholen. Weil es gibt ja diverse Kameras, die den Film im Prinzip komplett eingespult wieder von sich geben. Und zum Beispiel bei dieser Pentax Zoom 105R, da kann man dann auch einen teilbelichteten Film wieder rausholen, aber der ist dann drin in dieser Dose. Das heißt, den kriegt man so ohne weiteres dann auch nicht in einer anderen Kamera weiter verarbeitet, geschweige denn in dieser Kamera. Aber das ist eine andere Nummer. Wie holt man also dieses Filmende hier wieder raus? Ohne Spezialwerkzeug. Ich denke, einen belichteten oder alten Film wird jeder rumfliegen haben. Zumal man da im Endeffekt auch gar nicht so viel Film braucht. Das heißt, man könnte theoretisch auch einen unbelichteten Film nehmen, weil man den gar nicht so weit hier aus der Dose rausziehen muss. Also das wäre jetzt quasi der Film, mit dem ich diesen wieder aus der Dose raushole. Die einzige Sache ist, man braucht ein relativ feines Gehör dafür, weil man feststellen muss, wann das Filmende an diesem Schlitz hier vorbei flitscht. Das ist sehr, sehr leise. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich mache mal meinen Rechner nebenbei aus, dass der nicht noch rauscht. Und dann klemme ich das Mikro mal direkt hier an die Filmdose dran und dann gucken wir mal, ob man das hören kann. Als Orientierungspunkt nehmen wir dann hier oben diese beiden Teile in der Spindel. An denen müssen wir uns dann orientieren beim Zurückdrehen. Natürlich drehen wir in die Richtung, wie man den Film einspulen würde. In die andere Richtung wird er sich da drin verkanten. Wenn es dumm läuft, auch noch verkratzen. Und das ist ja nicht das, was man möchte. Also, dann klemme ich das mal hier eben dran. In der Hoffnung, dass man da was hören wird. Da könnte was gewesen sein. Und ich denke, da war es wieder. Jetzt steht die Spindel in dieser Stellung. Also so gerade, sagen wir mal, ja, man sieht ja, in welcher Stellung sie steht, zur Öffnung. Und jetzt drehe ich eine Dreiviertelumdrehung weiter. Eine halbe und eine Viertelumdrehung. Das Mikro mache ich jetzt hier wieder ab. Das brauchen wir nicht mehr. So. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich dieses Filmende hier, ich halte diese Spindel also oben und unten fest und drücke dieses Filmende hier rein. Halbe Drehung, Vierteldrehung. Und rein mit dem Film.
Und da ist er wieder. Also es ist tatsächlich so, man muss ein Stück weiter rein drücken, als man es normalerweise tun würde. Hier also ein Stück weiter, als ich am Anfang gemeint hatte. Und dann gibt es so einen Punkt, wo man unter Umständen merkt, dass diese Filmzunge von innen an diesem Schlitz dagegen steht. Und da habe ich jetzt angefangen, das hat man vielleicht gesehen, ich mache das mal ein bisschen kürzer hier, das hat man vielleicht gesehen, an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es ein bisschen härter geht, habe ich angefangen, nochmal so ein bisschen zu bewegen. Und damit arbeitet man eben die Kante von diesem Film über diese Lichtdichtung raus. Und dann kommt die Zunge auch raus. Also das hat jetzt funktioniert. Und das ist eine Übungssache. Ich habe das jetzt vorhin das erste Mal gemacht. Weil ich mir gedacht habe, hey, wenn man da ein Teil kaufen kann für, was weiß ich, 15 Euro und kann das damit mit viel Geduld rausholen, dann kriege ich das auch mit einem alten Film hin. Und das funktioniert. Also das Geld kann man sich sparen und ja, kann das damit dann ohne Probleme rausholen. Ich habe jetzt natürlich hier wahrscheinlich ein relativ dickes Filmmaterial, weil das ein Film ist für 12 Bilder. Also der ist auch wahrscheinlich etwas älter. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Und das ist das Wichtigste. Also das sind jetzt hier einfach nur 2 Dummy-Filme, die ich noch rumfliegen hatte und habe das einfach mal ausprobiert. Ich hoffe, man hört das gut hier auf der Aufnahme. Das hört man auf jeden Fall, wenn man die Filmdose vor sich hat. Hört man das gut, wann das Ende vorbeiflitscht. Und wie gesagt, dann eine Dreiviertelumdrehung, das ist also quasi gerade noch nicht wieder an der Lichtdichtung vorbei geflitscht ist. Und dann kann man seinen zweiten Film drüberlegen. Der umarmt dann quasi spiralförmig den alten und hilft ihm wieder auf dem Weg raus, dass er sich nicht so schnell in der Lichtdichtung verfängt. So das. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal bei Friemelein aller Art.